Wer E-Mail-Anhänge sicher und datenschutzkonform bequem aus Nextcloud via seiner Nextcloud versenden möchte, für den ist schon seit Jahren das Add-in Sendent die richtige Wahl. Bisher war dieses Tool ausschließlich für Outlook unter Windows verfügbar. Nun steht das Tool auch für die gesamte Office 365 Suite, also Outlook im Web, aber auch auf dem Mac, sowie auch für kostenlose Outlook.com Accounts zur Verfügung. Welche Möglichkeiten ihr dadurch habt, was ihr dafür auf eurer Nextcloud vorbereiten müsst und wie ihr das Sendent Outlook Add-in mit eurem Microsoft Account verknüpfen könnt, das seht ihr jetzt. Du nutzt Nextcloud in deinem Unternehmen oder du planst diese umfangreiche Open Source Software einzusetzen und bist noch auf der Suche nach dem richtigen Partner für die Konfiguration und Betreuung deiner Nextcloud? Dann melde dich gern bei uns. Wir von Apfelcast betreuen seit mehr als 8 Jahren zahlreiche Kunden im Bereich Nextcloud und weiterer Open Source Software. Bei Interesse kontaktiere uns gern über unsere Website oder schreib uns einfach eine E-Mail an service@apfelcast.com. Dieses Video wird gesponsert von, wie soll es anders sein, Sendent. Das Outlook Add-in von Sendent könnt ihr zeitlich unlimitiert kostenlos nutzen. Wenn ihr allerdings auf den vollen Umfang dieser Software zurückgreifen möchtet oder ihr die Software im Unternehmen nutzt, kann ich euch die Standard- und Plus-Lizenz empfehlen. Mit dieser könnt ihr Funktionen wie das Anpassen des Brandings, ein zentrales User-Management und vieles mehr freischalten. Mit dem Code APFELCAST15 erhaltet ihr noch bis zum 31. Juli 2024 15% Rabatt auf eure erste Bestellung bei Sendent. Übrigens, wenn ihr bereits von Sendent überzeugt seid, könnt ihr auch gleich eine Lizenz für 2 oder mehr Jahre erwerben, um langfristig so mehr zu sparen. Die 15% Rabatt erhaltet ihr nicht nur ausschließlich für das Outlook Add-in, sondern auch für alle weiteren Sendent-Produkte wie das Microsoft Team Add-in oder den Nextcloud Exchange Connector. Bei Interesse schaut doch gern mal in dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Das originale Sendent Add-in für Outlook, das habe ich ja schon mal vor einiger Zeit hier auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal hier verlinkt oder auch unten in der Videobeschreibung vorbei. Da zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr das klassisch für Outlook unter Windows einrichten könnt. Diese Art der Integration hat sich auch nicht geändert, ihr könnt das Tutorial dafür immer noch nutzen, das ist weiterhin aktuell. Die neuen Funktionen sind sozusagen parallel dazugekommen. Für die, die Sendent noch nicht kennen, mal eine ganz kurze Zusammenfassung, was ihr mit diesem Outlook Add-in machen könnt. Sendent hat noch mehr, aber heute fokussieren wir uns mal auf den Outlook-Part. Unter anderem könnt ihr mit Sendent Anhänge an eine E-Mail durch einen Nextcloud-Link ersetzen. Das bedeutet, das Add-in ermöglicht es euch, einfach eine Datei zum Beispiel von eurem Computer aus auszuwählen. Diese Datei wird dann automatisch auf die Nextcloud hochgeladen und in eure E-Mail wird ein kleines Feld eingefügt, in dem sich der Link zu der Nextcloud-Datei mit Wunsch auch mit Passwort und Ablaufdatum dann automatisiert befindet. Das Design und was da an Text drin steht, in diesem Textfile könnt ihr natürlich komplett individualisieren. Der Empfänger der E-Mail, der klickt dann einfach auf den Link, kommt zur Nextcloud, gibt das mit übermittelte Passwort ein und kann sich dann die Datei runterladen. Dadurch habt ihr zum einen den Vorteil, dass ihr nahezu unlimitiert große E-Mail-Anhänge versenden könnt, also es hier nicht dieses typische Limit von 15 oder 20 MB gibt. Und natürlich ist auch euer Postfach als das Postfach eures Empfängers auch ein wenig geschont, was die Größe angeht, denn die Dateimenge, die ist ja hier gar nicht in der E-Mail, sondern da ist nur die Info in Textform drin und die eigentlichen Daten sind auf der Nextcloud. Außerdem habt ihr auch eine bessere Kontrolle über eure Daten, die ihr so vermittelt, denn zum Beispiel mit einem Ablauflink könnt ihr sicherstellen, dass eben ab einem gewissen Zeitpunkt diese Person keinen Zugriff mehr auf die Datei hat, wenn sie nicht eben davor schon runtergeladen hat. Bei E-Mail könnt ihr ja, wenn die Datei einmal versendet ist, nicht mehr da irgendwas noch dran ändern. Über das Outlook Add-in könnt ihr beispielsweise zusätzlich auch noch eine Public Share erstellen. Das bedeutet einen Ordner auf eurer Nextcloud, in den ihr dann euren E-Mail-Empfänger einladet, Dateien abzulegen, sodass eben der auch auf dem Rückweg hier nicht wieder E-Mail-Anhänge nutzen muss, sondern das direkt das auch mit den genannten Vorteilen über eure Nextcloud übermitteln kann. Eine weitere spannende Funktion ist auch das Thema Secure Mail. Hier geht es um den Textinhalt der E-Mail. Da wird dieser Text in eine Datei umgewandelt. Diese Datei wird auf die Nextcloud hochgeladen. Der eigentliche Textinhalt wird aus der E-Mail gelöscht und ihr findet wieder wie gewohnt nur einen Link mit Passwort zur Nextcloud und derjenige, der eben den Inhalt hier erfassen möchte, dieser E-Mail, der ruft das dann ganz einfach über die Nextcloud ab. Auch hier natürlich wieder mit Ablauf, Link, Passwort und so weiter. Insbesondere natürlich sehr interessant, wenn ihr sehr empfindliche Daten hier via E-Mail übermitteln müsst, Zugangsdaten, persönliche Daten, wie auch immer, ist natürlich auch ein sehr spannender Weg dafür.
Die Funktionalität, das Design und alle weiteren Einstellungen können hier global für alle Benutzer oder auch für einzelne Benutzergruppen über die Nextcloud Sendent-Integration zentral im Browser hier vorgegeben werden. Das heißt, ihr müsst nicht in das Outlook von dem einzelnen Anwender rein, sondern ihr könnt das global für alle hier vorgeben. Das erste, was wir für die neue Sendent-Integration unter Microsoft 365 benötigen, ist ein kleiner Helfer in Form eines Docker-Containers. Den Docker-Container können wir beispielsweise parallel zur Nextcloud auf dem gleichen Server installieren, auf dem eben auch eure Nextcloud läuft. Dafür braucht ihr einfach nur einen dockerfähigen Server. Das ist ein jeder Linux-Server. Also wenn ihr eure Nextcloud, wie in meinen Videos gezeigt, über einen LAMP-Stack installiert habt, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr natürlich irgendwo eine Managed Nextcloud habt oder auch eine Nextcloud auf einem Webserver, kann das unter Umständen schwierig werden und ihr braucht vielleicht gegebenenfalls einen extra Linux-Server für diesen Docker-Container. Ist aber auch kein Problem. Der muss nicht auf dem gleichen Server sein wie die Nextcloud, der kann auch auf einem anderen sich befinden. Dieser Docker-Container wird dann über eine eigene Subdomain erreichbar gemacht, also braucht ihr hier einfach noch eine Subdomain und die Erreichbarkeit wird hier auch über einen Reverse Proxy gesteuert. Dieser sollte dann auch ein Let's Encrypt-Zertifikat oder auch ein anderes SSL-Zertifikat hier dann auch vorgeben, denn die Verbindung sollte SSL verschlüsselt sein. Nun, genug dem Vorwort, ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal an, wie man das einrichtet, das geht eigentlich recht fix. Ich bin jetzt hier via SSH auf meinem Server angekommen, auf dem ich meine Nextcloud installiert habe. Hier wollen wir nun also den Docker-Container aufsetzen, den wir hier für die Outlook-Integration benötigen. Nun, wie es der Name schon sagt, brauchen wir hier für Docker und genauer gesagt auch Docker Compose als Erweiterung sozusagen für Docker und das installieren wir uns jetzt erstmal hier auf unserem System. Das geht mit dem Befehl apt install docker.io und Docker Compose, können wir auch noch gleich ein -yes dahinter hängen, dann läuft das Ganze automatisch durch. Wenn das erledigt ist, laden wir uns auch schon direkt via Docker Pull das entsprechende Sendent Docker Image runter. Nachdem der Download dann erledigt ist, können wir nun hier weitermachen und zwar erstellen wir jetzt als erstes mal ein Verzeichnis, in dem wir dann die ganzen Konfigurationsvariablen von unserem Sendent Docker Container hier reinpacken. Ich nenne das jetzt hier einfach mal Sendent, also mit dem Befehl mkdir und dann dem Namen Sendent erstelle ich hier das Verzeichnis. In das Verzeichnis wechsle ich mit cd jetzt auch rein. Übrigens, ihr findet natürlich wie immer alle Befehle, die ich hier verwende, auf meinem Blogartikel in der Beschreibung verlinkt. Hier erstellen wir uns eine neue Datei, die docker-compose.yml heißt. Und da könnt ihr einfach diesen Inhalt hier einmal reinkopieren, das Ganze mit Ctrl-O speichern und mit Ctrl-X den Editor verlassen. Danach erstellen wir uns in dem Ordner Sendent noch einen weiteren Unterordner, den wir hier docker-config nennen, wechseln auch wieder mit cd in diesen rein und erstellen hier eine neue Datei, also mit nano, sagen wir einfach .env, das ist eine Environment Variable Datei und fügen hier folgenden Inhalt ein. Gehen wir die Punkte kurz durch. Base URL, das ist die URL, unter der dann hier dieser Docker-Container erreichbar ist über euren Reverse Proxy. Also zu dem Punkt, zu dem wir gleich noch kommen. Dann Code Features to Remove. Hier könnt ihr angeben über eine kleine Tabelle, die ihr hier eingeblendet seht, welche Punkte hier entfernt werden sollen, also Funktionen, die von Sendent hier nicht zur Verfügung stehen sollen, zum Beispiel, weil ihr nicht möchtet, dass eure Benutzer diese verwenden oder auch ganz einfach, weil ihr zum Beispiel die kostenlose Version von Sendent nutzt und daher zum Beispiel einige Features gar nicht dabei sind und damit sich die User nicht wundern, könnt ihr diese zum Beispiel gleich deaktivieren, dann werden die erst gar nicht in Outlook angezeigt. Dann auch noch wichtig die Default Nextcloud URL, also die Standard URL, unter der eure Nextcloud erreichbar ist. Kleiner Hinweis hier noch, die Anführungszeichen braucht ihr hier nicht. Gut, wenn ihr das dann auch soweit auf eure Werte angepasst habt, können wir das Ganze auch mit Ctrl-O und mit Ctrl-X hier einmal speichern. Mit cd. wechseln wir dann ins Hauptverzeichnis und mit dem Befehl docker compose up-d können wir dann unseren Docker-Container starten. Ich bin jetzt hier auf meinem Nginx Proxy Manager angekommen. Wie ihr den installiert und wie der funktioniert, dazu habe ich schon mal ein ausführliches Video gemacht, das findet ihr hier natürlich verlinkt. Ihr könnt theoretisch hierfür auch ganz einfach einen Apache Reverse Proxy nutzen, wenn ihr zum Beispiel eure Nextcloud einfach direkt hier online gebracht habt, ohne einen Reverse Proxy davor. Wie gesagt, geht das auch direkt mit einem Apache Reverse Proxy. Wie das geht, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nun hier jetzt einfach den Nginx Proxy Manager, weil das grafisch geht und relativ einfach durchzuführen ist. Als erstes klicke ich hier auf Add Proxy Host, gebe hier meine gewünschte URL ein, gebe dann hier in meinem Fall die interne IP-Adresse von dem Server ein. Dann wichtig der Port 4300, das ist hier der Port für den Sendent-Container. Dann gehe ich in den Bereich SSL, wähle hier Request a New SSL Certificate aus, setze folgende Haken hier einmal,
Wichtig, das Ganze braucht SSL und da ist natürlich via Let's Encrypt hier der einfachste Weg. Und dann klicken wir jetzt hier einmal auf Save und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Um nun zu überprüfen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert hat, gebt ihr einfach bei euch im Browser die Domain von eurem Outlook-Add-in ein, also bei mir jetzt hier outlook.apfelcast.com, gefolgt von /manifest.xml, denn das ist eigentlich auch die Datei, die wir hieraus erzeugen müssen. Das geben wir jetzt ein und wenn das bei euch genau so aussieht, also einfach nur ein Haufen Zeilen Code, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann hat die Einrichtung des Docker-Containers hier vollkommen funktioniert. Wie bereits schon erwähnt, brauchen wir natürlich jetzt auch noch die Sendent-Integration in der Nextcloud, denn nur dann funktioniert auch das Ganze und dann könnt ihr Dateien hochladen und hierüber auch eure Einstellungen verwalten. Wie man das Ganze einrichtet, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin jetzt hier auf meiner Nextcloud angekommen. Wichtig, ihr solltet euch hier als Administrator anmelden, dass ihr hier auch gleich die richtigen Berechtigungen habt. Nun, als erstes gehen wir mal in den Nextcloud App Store. Gehen dann hier zum Beispiel auf Ihre Apps, dann auf die Suche und suchen hier mal nach Sendent. Dann können wir hier Sendent, also die Haupt-App nehmen und hier auf Herunterladen und Installieren klicken. Und dann ist das Ganze auch schon installiert. Dann gehen wir hier einmal in die Einstellungen, Administrationseinstellungen, gehen hier in der Seitenleiste auf Sendent und sind dann hier in den Grundeinstellungen von Sendent angekommen. Als erstes sagen wir hier, dass wir natürlich die Geschäftsbedingungen gelesen haben und gehen dann hier einmal in die Group Settings rein. Etwas runtergescrollt könnt ihr euch hier erstmal um eure Lizenz kümmern. Das wäre wichtig, dass ihr diese hier eintragt, wenn ihr die habt, bevor wir alle weiteren Einstellungen treffen. Wenn ihr dann das Thema Lizenzierung hier erledigt habt, können wir weitere Einstellungen hier treffen. Als erstes mal grundsätzlich wichtig, über diese Group Settings könnt ihr diese entweder Default, hier also für alle User auf der Nextcloud gleich machen, oder ihr bedient euch der Gruppen auf eurer Nextcloud. Da es hier bei mir eine Demo-Instanz ist, habe ich bisher nur die Gruppe Admin, aber ihr hättet hier vielleicht auch verschiedene Gruppen wie Büro, Verwaltung etc. und könnt dann für jede Gruppe hier unterschiedliche Einstellungen vornehmen, wie Senden für Outlook beispielsweise für euch funktionieren soll. Also das mal wichtig im Hinterkopf zu behalten, ist, finde ich, ganz interessant auch. Die eigentlichen Einstellungen trefft ihr dann hier unten unter, in diesem Fall Sendent for Outlook und könnt dann hier ein paar grundlegende Einstellungen vornehmen, die dann für alle User gelten, die eben sich hier in dieser Gruppe befinden, die ihr gerade bearbeitet. Bei mir Default, also alle User betrifft das, was ich jetzt hier anpasse. Aktuell sind die Einstellungen, auch wenn die Nextcloud auf Deutsch ist, hier noch auf Englisch, aber das wird auch mit Updates hier noch angepasst. Schaut euch da einfach mal durch. Grundlegend sind diese Funktionen recht selbsterklärend und habe ich auch in meinem ersten Sendent-Video schon erklärt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, an welcher Position hier dieses Sendent-Snippet in die E-Mail eingefügt werden soll. Ihr könnt hier sagen, ob die Nutzer Zugriff auf die Sendent-Einstellungen haben sollen, ob hier auch Talklinks über Outlook versendet werden dürfen, ob hier Passwörter für Meetings generiert werden sollen. Und ihr könnt natürlich dann auch diese Snippets, wie sie aussehen, was da für ein Text steht, welche Schriftart benutzt wird, was auch immer, könnt ihr alles dann hier auch schön über einen grafischen Editor anpassen. Das gilt natürlich auch für ganz normale, zum Beispiel File-Shares oder Passwort-Shares könnt ihr hier genauso dann natürlich auch mit dem, was da steht und im Look anpassen. Außerdem gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, mit Platzhaltern für Angaben wie Passwörter, Ablaufdatum und so weiter zu arbeiten. Außerdem könnt ihr zum Beispiel diese Inhalte natürlich auch via HTML bearbeiten, wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr da neu seid, schaut einfach mal durch. Wie gesagt, ist sehr selbsterklärend und lässt sich, wie man auch sieht, relativ viel einstellen. Die exakte Einrichtung von Sendent unter Microsoft Office, das unterscheidet sich immer so ein bisschen je nachdem, welches Microsoft 365 Abo-Modell ihr hier gewählt habt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Microsoft 365 mit einem persönlichen Account, Microsoft 365 Business oder auch einfach ein kostenloser Account mit zum Beispiel einer @outlook.com.de, @hotmail.de Adresse und so weiter. Geht bei allen 3 Punkten, nur im Detail unterscheidet sich ein wenig die Einrichtung. Das Gute ist, für alle Möglichkeiten gibt es hier eine gute Doku, direkt von Sendent, findet ihr natürlich auch verlinkt. Da könnt ihr das nochmal detailliert für genau euren Anwendungsfall nachschauen. Ich zeige euch nun eine Möglichkeit, die für einen persönlichen Microsoft 365 Account und auch für ein kostenloses Outlook-Konto hier funktioniert. In dem Zuge seht ihr dann auch gleich, wie ihr zum Beispiel dieses Add-in bei Outlook unter Mac nutzen könnt.
Das erste, was ihr hier mal machen solltet, ist euch auf outlook.office.com hier anzumelden mit dem Account, den ihr nutzen möchtet. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier von einem ganz normalen persönlichen Office 365 Abo aus, beziehungsweise wenn ihr einfach eine @outlook.com Adresse habt, funktioniert das genauso. Nur wenn ihr hier Microsoft 365 Business benutzt, wie gesagt, braucht ihr ein leicht anderes Vorgehen. Gut, hier sind wir nun also angekommen. Das nächste, was wir brauchen als vorbereiteten Schritt sozusagen, ist das, was hier eure Website euch ausgibt als Datei. Denn bei den persönlichen Konten, also alles, was kein Businesskonto ist, kann man leider Apps nicht direkt per Link zufügen, sondern das muss hier über eine Datei fungieren. Nun, die Datei haben wir eigentlich schon, die sehen wir hier, die müssen wir nur noch als solche abspeichern. Dafür drückt ihr einfach Command S auf Mac oder Steuerung S auf Windows und dann solltet ihr hier so einen Dialog bekommen, mit dem ihr dann die Datei einfach als Manifest XML bei euch im Downloads-Ordner auf dem Schreibtisch, wo auch immer ihr möchtet, speichern könnt. Ist das getan, wechseln wir hier einmal zurück und jetzt müsst ihr hier einen bestimmten Link eingeben. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr den eingebt, dann kommt hier dieses Fenster, was wir brauchen, über das wir jetzt hier Add-ins unter Outlook hier installieren können. Nun als nächstes geht ihr hier auf Meine Add-ins und klicken dann hier auf benutzerdefiniertes Add-in hinzufügen. Dann kommt hier eben die Datei, die ihr jetzt auswählen müsst, die wir gerade runtergeladen haben. Dann werdet ihr hier natürlich gewarnt, dass das natürlich eine benutzerdefinierte App ist, die Microsoft nicht auf Sicherheitsstandards etc. überprüfen kann. Kein Problem, ihr wisst ja, das Ganze stammt aus einer vertrauenswürdigen Quelle, also klicken wir auf Installieren und dann seht ihr hier auch schon Outlook für Senden, andersrum, Senden für Outlook, so ist es richtig. Gut, wenn das dann bei euch auch so aussieht, dann würde ich euch empfehlen, einmal die Seite neu zu laden und dann können wir zum Beispiel hier mal eine neue E-Mail verfassen. Klicke ich hier einfach auf Neu drauf und wo findet ihr jetzt die Funktionen, die euch Senden bietet, beziehungsweise wie kommen wir jetzt dann auch noch weiter zu unserer Nextcloud? Dazu geht ihr dann hier einfach einmal in den Punkt Einfügen, dann auf Apps und dann wird hier euch auch schon eure Sendent-App vorgeschlagen. Auf die klicken wir jetzt drauf und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel mal sagen, wir wollen jetzt hier eine Datei direkt nicht als E-Mail-Anhang, sondern als Nextcloud-Link hier sharen. Also klicken wir da drauf und dann, weil wir das ja jetzt hier zum ersten Mal nutzen, bekommen wir natürlich noch den Welcome Wizard und müssen uns natürlich auch noch mit unserer Nextcloud verbinden. Also klicken wir jetzt hier auf Loslegen, bekommen hier nochmal eine kleine Einführung, die können wir überspringen, wir wissen ja schon, was wir mit dem Tool machen können und klicken dann hier nochmal auf Loslegen. Wie ihr seht, ist jetzt hier, weil wir das auch im Docker-Container so definiert haben, unsere Adresse unserer Nextcloud schon voreingetragen. Hätten wir jetzt eine andere, könnten wir das theoretisch noch abändern. Klicken dann auf Anmelden und werden dann hier zur Nextcloud-Website weitergeführt und werden wir jetzt einfach gebeten, uns hierzu anzumelden und damit diese App zu authentifizieren. Bei mir kommt jetzt keine reine Anmeldemaske mehr, weil ich war ja hier in diesem Browser schon angemeldet als NC-Admin-User, klicke hier also nur noch auf Zugriff gewähren und dann ist das Ganze hier auch schon verbunden. Wir können wieder zurückgehen und können dann auch schon mit unserem ganz normalen Dialog hier weitermachen. Bedeutet also, in diesem Fall können wir jetzt hier zum Beispiel eine Datei über unseren Nextcloud-Account sharen. Klicke ich hier also auf Share Files, sage ich hier lokale Dateien, habe jetzt beispielsweise dieses Manifest XML hier ausgewählt, kann mir jetzt noch überlegen, ob ich ein Passwort setzen möchte und ein Ablaufdatum, kann hier auf Nächste klicken, kann jetzt hier mein Passwort für diese Freigabe entweder selbst eingeben oder ich lasse es mir in dem Fall hier einfach generieren. Ich habe jetzt hier einfach mal das Generierte genommen, klicke dann hier auf Nächste, könnte jetzt hier ein Ablaufdatum setzen, lasse ich jetzt hier leer und klicke dann hier einfach auf Teilen. Jetzt wird die Datei hochgeladen und automatisch hier dieses Fenster integriert in eure E-Mail und ihr könnt nun darüber das Ganze jetzt, wie ihr seht, hier dann auch in Outlook für Web in Kombination mit eurer Nextcloud verwenden. Wie gesagt, wenn euch das Design hier nicht zusagt, ihr euer eigenes Logo haben möchtet oder auch einen anderen Text, das geht dann auf der Nextcloud, das könnt ihr da einstellen und wirkt sich dann hier aus. Das Schöne ist, überall wo ich mich jetzt mit diesem Account anmelde, steht diese Funktion auch zur Verfügung. Also egal, ob ich mich damit jetzt unter Outlook unter Windows oder auch wie jetzt hier zum Beispiel Outlook auf Mac anmelde, habe ich die Funktion. Also wenn ich jetzt hier auf neue E-Mail gehe, kann ich genauso dann hier zum Beispiel über das Zusatzmenü auf Senden für Outlook, Share Files und habe dann hier die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Obwohl ich diesen Account hier schon authentifiziert habe, ist der einzigste Unterschied, dass ich auf neuer Hardware mich eben erneut hier durchklicken muss und mich erneut mit meiner Nextcloud verknüpfen muss. Das Einloggen ist natürlich nur einmal je Anwendung notwendig und muss jetzt nicht bei jedem Start von Outlook durchgeführt werden.
An sich ist dann aber die weitere Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze integriert wird, genau identisch. Kommen wir nun zum Fazit. Ich finde, Sendent ist mittlerweile schon so ein Pflichttool geworden für all diejenigen, die einen hybriden Ansatz fahren. Der zu sagen, meine Daten in der Cloud, da setze ich auf Datenhoheit und Open Source Software, also auf die Nextcloud. Allerdings komme ich eben von dieser Microsoft Office Umgebung nicht ganz weg, weil mein Outlook gewohnt ist, vielleicht einige Features davon mag und noch nicht das perfekte Open Source Äquivalent gefunden hat. Für all diejenigen ist Sendent genau das Richtige, weil es diese zwei Welten wunderbar vereint. Und ihr erhöht natürlich damit ganz klar die Sicherheit im E-Mail-Verkehr bei der Übermittlung von Daten, bei der Übermittlung aber auch von Informationen. Und ich finde auch, das räumt so ein bisschen das E-Mail-Postfach auf. Gerade wenn ihr einen, ja, sage ich mal, kostenpflichtigen E-Mail-Account habt, ist ja meistens auch hier der Speicherplatz limitiert oder an eine gewisse Größe gekoppelt und da könnt ihr euch natürlich auch viel Platz verschaffen, weil so ein Link in einer E-Mail, das verbraucht ganz wenige Kilobyte, wenn überhaupt. Also da habt ihr natürlich im Vergleich zum Anhang einer Datei echt viele Vorteile und auch Platz gespart und das Ganze ist auch aufgeräumter. Ne? Ihr habt E-Mail, sprich Text an einer Stelle und eure ganzen Daten an der anderen, nämlich zentral in der Nextcloud. Da muss man auch nicht lang suchen, wo was ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch bis hierhin weitergeholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen habt zur Nextcloud oder auch Unterstützung benötigt bei der Einrichtung von Sendent, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an service@apfelcast.com und wir helfen euch natürlich sehr gerne weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.